10 Minuten Pause. Also ich würde meine Kinder, denke ich, auf jeden Fall auf eine Waldorfschule schicken. Ich finde das sehr toll, weil halt auch viel Raum für die persönliche Entwicklung ist. Aber ich würde mir trotzdem wünschen, dass sich einige Sachen ändern und dass mehr gesprochen wird. Sind die Menschen, mit denen Sie arbeiten, eigentlich glücklich? Also die Lernenden und die Lehrenden? Ich koordiniere ein Forschungsprojekt, in dem es um unser Miteinander geht. Wir nennen das Beziehungskunst. Eigentlich ist ja eine der wichtigsten Qualitäten des Menschseins unsere Menschlichkeit. Also achte ich genügend darauf, dass es den Menschen, mit denen ich arbeite, auch gut geht. Denn das ist, glaube ich, eine der wesentlichen Voraussetzungen für das Lernen. Lehrer haben nicht die Kontrolle darüber, wie das Schulsystem funktioniert, aber das, was sie darüber hinaus tun, also wie sie mit Schülern umgehen und wie sie kommunizieren und wie sie unterrichten, die Freiheiten, die sie haben, diese Grauräume, mit denen sie spielen können. Und wenn man die richtig nutzt, dann ist Schule für mich nicht mehr ein System, in dem ich denke, doofe Schule, sondern es ist auf einmal, okay, das funktioniert und das ist schön und ich fühle mich nicht, als würde ich vor 2000 Jahren in Rom sitzen und auf meiner Tafel rumkratzen. Ich bin jetzt Anfang 20 und ich merke, dass mir meine sozialen Kontakte und gesellschaftliche Interaktion immer wichtiger werden und ich viel aus meiner Schulzeit mitnehmen kann und darüber sehr dankbar bin, was ein faires Miteinander angeht. Ich habe gelernt, empathisch, rücksichtsvoll, respektvoll mit meinen Mitmenschen auf einer Ebene zu kommunizieren und habe das lange als was sehr Selbstverständliches wahrgenommen und habe aus der Schule rauskommen müssen, um zu merken, dass es nicht normal ist. Es gibt Lehrer, die setzen sich sehr mit einem auseinander, die fragen einen am Ende der Epoche, wie wir Schüler die Epoche wahrgenommen haben, jetzt zum Beispiel via Feedbackbögen oder halt eine Fragerunde. Und dann kümmern die sich halt darum, dass vielleicht in Zukunft manche Dinge anders laufen. Wenn meine Eltern von ihrer Schulzeit erzählen, dann erkenne ich viele Sachen wieder, die wir auch jetzt noch tun. Wenn ich mich an meine frühe Schulzeit erinnere, war es immer sehr viel Aufregung und Neugier, was der nächste Tag an Themen bringt. Als ich neu war, hat meine Klassenbetreuerin mehrmals mit mir geredet, mich gefragt, wie es mir geht, ob ich mich schon so eingelebt habe, so mit wem ich mich verstehe, also schon so mehr gekümmert um einen. Ich kann mich einmal erinnern, dass ich 5 Stunden lang saß und nur Texte abgeschrieben habe und ich davon nichts gehabt hat. Man muss es doch selber entwickeln. Wenn wir das Kind in den Mittelpunkt stellen, wie es ja die Waldorfpädagogik für sich in Anspruch nimmt, dann gehört eigentlich an den Anfang unserer Überlegungen die Individualität und auch die Sozialfähigkeit des Kindes. Eigentlich bevor wir noch auf den Lehrplan schauen. Wenn ich jemanden habe, bei dem ich das Gefühl habe, ich stecke bei dem in der Schublade fest oder ich bin nur ein weiterer Schüler, dem man irgendwie den Lehrstoff reinprügeln muss, hört das Lernen für mich auf. Also es ist so viel schwieriger, irgendwie sich zu motivieren und was zu lernen, als wenn man das Gefühl hat, da ist jemand, der sieht mich, der versteht mich und der hört mich. Der Lehrplan ist halt sehr eurozentrisch. Ich würde halt gerne sehr viel über andere Kulturen lernen. Ich würde persönlich meine Kinder nicht auf eine Waldorfschule schicken, aus verschiedenen Gründen. Ich finde, eine staatliche Schule wäre da besser, die ist internationaler. Die Menschheit ist ja eigentlich auch ganz schön, was sie anzubieten hat. Ich würde mir von den Lehrern wünschen, dass in Situationen, wo aktives Mobbing betrieben wird, gerade im Unterricht, während Lehrer alles mitbekommen und alles hören, was gesagt wird, dass sie in den Situationen auch einschreiten. Und das macht mich persönlich auch sehr sauer, weil ich einfach weiß, wie das ist und man sehr hilflos ist und dann die Lehrer einem da nicht so zur Seite stehen. Und wenn sogar das Gegenteil einem vermittelt wird, dass man eben, selbst wenn man den Mund aufmacht, irgendwie, dass nichts passiert oder dass es sogar noch schlechter für einen dann ist, das ist irgendwie ein ganz falscher Ansatz, glaube ich. Ich finde, es sollte sich dahin weiterentwickeln, dass auch
mehr auf die Schüler geachtet wird, was die Schüler für Bedürfnisse haben und dass mehr eine Offenheit da sein sollte, was die Schüler brauchen, auch zu verschiedenen Zeiten. Wir haben im hinteren Part von unserem Klassenzimmer einen Bauchwehstuhl gehabt. Der hat einfach früh schon die Möglichkeit geboten, sich aus Situationen rauszuziehen, in denen es mir nicht gut ging, aber auch symbolisiert, wenn ich sehe, dass jemand anderes den Stuhl in Anspruch nimmt, dass dann da wohl gerade ein Bedürfnis ist und ich darauf eventuell eingehen kann und fragen kann, wie ich am besten hilfreich bin. Wenn man eine gute Klassengemeinschaft hatte und hat, dann ist man da sehr gut durchgekommen, auch durch die eben sehr intensive Phase von Oberstufe. Als ich dann in meine Oberstufenzeit gekommen bin, sind Dinge wie der Bauchwehstuhl oder der Alles-in-Ordnungskreis weggefallen. Und damit auch irgendwo vielleicht so ein bisschen das Bewusstsein, also nicht, dass sich das total verändert hat, aber es wurde nicht weiterentwickelt. Und ich glaube, das fand ich schade. Also nicht, dass ich sage, man soll in der Oberstufe weiterhin einen Bauchwehstuhl haben, aber an der Idee dranbleiben, die Empathie füreinander beizubehalten und irgendwie weiterzuentwickeln. Also wenn ich später mal Kinder hätte in entfernter Zeit. Also wenn ich Kinder haben sollte, dann würde ich die schon gerne auf die Waldorfschule schicken. Wenn sich noch ein bisschen was ändert. Und was macht ihr WaldorflehrerInnen jetzt damit? Das ist ja genau die Frage für Sie und für mich, für das 2. Jahrhundert der Waldorfpädagogik. Nicht nur, was wollen wir, sondern wie kommt das an? Hier fände ich, wäre ein schöner Gesprächsansatz für die Zukunft.